Ja, das war Franco Mastantuono, unser neuester Spieler seit gestern. Ja, gestern drehte sich im Madridismo alles rund um den Argentinier, rund um Franco Mastantuono. Und ich weiß, viele von euch hatten keine Möglichkeit, diese Präsentation zu sehen oder hätten auch kein Wort verstanden, weil ja alles auf Spanisch ist. Macht euch keine Sorgen, ich habe heute die schönsten Momente, die Highlights und ich habe auch die komplette Rede von Franco Mastantuono für euch ins Deutsche übersetzen lassen. Und bei der Präsentation gab es zwei kleine Polemiken, die werde ich natürlich euch erklären und auch euch meine Meinung dazu geben. Danach unterhalten wir uns in diesem Video auch noch über Ibrahima Konate. Gestern habe ich so einen kleinen Wink gegeben, jetzt ist es tatsächlich schon konkreter geworden. Was da los ist, erkläre ich euch. Und zu guter Letzt, Real Madrid erwartet ein eventueller Geldregen. Und wir reden hier über 30 Millionen Euro. Und die könnten auch noch von einem direkten Konkurrenten kommen. Was da los ist, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß dabei. Was für ein unglaublich schöner Tag muss das bitte sein? Du wirst 18, du wirst endlich volljährig, darfst endlich Auto fahren etc. Und gleichzeitig wirst du beim größten Verein der Welt vorgestellt. Also ich glaube, das ist der beste 18-jährige Geburtstag, den ich je erlebt habe. Andere feiern ihn anders, aber darauf möchte ich jetzt nicht wieder zurückkommen. Ja, sein Traum, der von Franco Mastantuono, ging gestern in Erfüllung. Und ganz ehrlich, bei seiner Rede hat man das gehört. Und man hat auch gehört, was für ein anständiger Junge dieser Franco Mastantuono ist. Aber da müsst ihr mir nicht glauben, hören wir da zusammen einmal rein. Nun, lieber Präsident, vielen Dank. Danke an alle, die heute hier sind. Wie Sie wissen, ist es ein ganz besonderer Tag für mich. Mir geht ein Traum in Erfüllung, sowohl als Fußballer als auch als Mensch, nämlich zu einem Verein wie Real Madrid zu kommen, dem größten der Welt, wie der Präsident gesagt hat. Es ist wirklich so, dass ein Traum für mich wahr wird. Ich bin sehr glücklich. Ich möchte diese Freude mit euch teilen, denn es wird ein Tag sein, der in meiner Geschichte unvergessen bleibt. Aber vor allem wollte ich meiner Familie danken, meiner Mama, meinem Papa, Walen und Lou. Sie sind wirklich unersetzlich für mich. Ich habe euch sehr lieb. Ich möchte, dass ihr das genauso genießen könnt wie ich. Es macht mich wirklich stolz, dass ihr da seid und das miterleben könnt. Auch meiner Freundesgruppe und meinen Arbeitskollegen, die immer für mich da sind, danke ich sehr, denn ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Meiner Familie, meinen Cousins, meinen Großeltern, ich habe euch sehr lieb. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen und die Reise auf euch genommen habt, um hier zu sein. Ich weiß, dass ihr genauso glücklich seid wie ich. Und nun an alle, die heute hier sind und an die Menschen, die in Argentinien geblieben sind, die mir sehr wichtig sind, die mir viel beigebracht und meinen Weg stark geprägt haben. Ich muss noch viel lernen, aber ich glaube, dass diese Werte aus meinem engsten Kreis kommen, der das Beste ist, was ich habe. Ich danke euch allen noch einmal sehr. Danke an alle, die heute hier sind. Ich verspreche, dass ich alles für dieses Trikot geben werde, denn es ist der Traum, den ich immer hatte. Heute wird er wahr. Heute beginnt er und ich wollte mich noch einmal bei allen bedanken, bei Juni, bei José Ángel, beim Präsidenten, bei Xavi, bei seinem ganzen Team, dafür, dass sie an mich glauben, mir ihr Vertrauen schenken und mich so herzlich willkommen geheißen haben. Allen Menschen im Verein, allen Angestellten, die hier arbeiten, danke ich sehr. Sie haben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und ich wollte Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie wussten, dass Sie mit einem Fan auf dem Spielfeld sein werden. Und ich hoffe, mit diesem Verein sehr wichtige Dinge zu erreichen. Hala Madrid! Ja, und schade, das ging bei der Übersetzung am Ende ein bisschen unter, aber er hat am Ende klargemacht, alle Madrid-Fans auf der Welt sollen sich darüber bewusst sein, dass ein Hincha ist ein starker Fan, also nicht Hooligan, aber ein Real Madrid-Fan ab jetzt auf dem Platz steht. Also er hat klargemacht, sein Traum war es immer schon, für Real Madrid zu spielen. Den Traum hat er jetzt erreicht und einer von uns, ein Fan, wird
auf dem Platz stehen. Und mehr, glaube ich, kann man sich nicht wünschen. Ansonsten, wie reif kann man bitte mit gerade mal 18 Jahren sein? Schöne Worte an die Mutter, an die Geschwister, an den Vater. Aber der denkt auch an sein Team, an die Physios etc., die mitgekommen sind. Ohne die hätte er den Schritt nie geschafft. Schöne Worte dann auch noch. Vielen Dank an alle, die ihm geholfen haben etc. Und natürlich auch an den Präsidenten, an Juni Calafat etc., an Xabi Alonso. Er hat auch in der Pressekonferenz später klargemacht, dass das Telefonat für ihn sehr wichtig war. Das Vertrauen, was ihm ein Xabi Alonso entgegengebracht hat, obwohl er klargemacht hat, ich werde nichts verraten, was in dem Telefonat gesagt wurde. Das war ein privates Telefonat etc. Aber man hört mit jedem Wort, mit jeder Silbe, dass dieser Junge bei Madrid die Welt auffressen möchte, dass er mit Madrid alles erreichen möchte. Und ganz ehrlich, ich fand die Rede sehr, sehr schön und erstaunlich reif für einen 18-Jährigen. Ja, und dieser 18-Jährige war heute auch einer der ersten auf dem Trainingsgelände. Ich kann euch das Video zeigen, wie er da reingebogen ist. Was trinkt er da? Ein Mate oder... Keine Ahnung. Na, wie dem auch sei, Franco Mastantuono hat heute seine erste Trainingseinheit mit seinen neuen Kollegen. Die hatten gestern alle einen Tag frei. Heute startet Real Madrid endgültig in die Vorbereitung für das Spiel gegen Osasuna. Ja, und bei dieser Präsentation von Franco Mastantuono gab es in der Pressekonferenz oder es gab zwei Themen, zwei kleine Polemiken. Nummer 1, die Nummer. Die 30. Das hatte ich euch gestern, glaube ich, als einer der ersten erzählt. Franco Mastantuono nimmt die Nummer 30. In der Pressekonferenz hat er gesagt, ich habe den Präsidenten darum gebeten, das ist die Nummer, die ich bei River Plate hatte. Ich bin froh, dass Real Madrid das organisieren konnte. Der Junge, der hat was im Kopf. Naja, wir alle wissen natürlich, warum Real Madrid das gemacht hat. Real Madrid hat damit noch eine Nummer im Kader der ersten Mannschaft frei. Was bedeutet, sollte auf dem Transfermarkt irgendeine Möglichkeit entstehen, kann Real Madrid jederzeit noch zugreifen, ohne dass zunächst ein anderer Spieler Real Madrid verlassen möchte. Stellt euch mal vor, du kriegst jetzt die Möglichkeit, was weiß ich, einen Florian Wirtz zu bekommen. Quatsch natürlich. Ja, und dann sagt dir aber ein Mondi, ein Rodrigo, nee, ich gehe nicht, und du sagst zu Wirtz, nee, geht nicht. Oder sucht euch irgendeinen Spieler aus. Ich habe Florian Wirtz nur gesagt, weil es der erste ist, der mir eingefallen ist. Ja, wie dem auch sei, eine Sache möchte ich klarstellen, weil viele Barca-Fans schon reden von Betrug etc. pp. Diese Nummer ändert nichts daran, dass sein Gehalt und seine Transfersumme etc. trotzdem ins Financial Fair Play von Real Madrid gehen. Also das ist 1:1 das Gleiche. Im Financial Fair Play sind nämlich beide Mannschaften drin. Also das ändert nichts. Das Einzige, was es ändert, ist, dass Madrid noch eine Nummer frei hat im Kader. Das macht übrigens Barcelona, hat das genauso gemacht mit, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber Rooney oder Rooney, wie der heißt, mit denen hat Barcelona das genauso gemacht. Madrid hatte das damals auch mit Vini und Rodrigo gemacht. Die Nummern 25 bis 35 sind nämlich Nummern, die du an Castilla-Spieler geben kannst. Und da steckt nichts Böses hinter. Madrid hält sich nur eine Möglichkeit offen. Ja, und welche Möglichkeit das ist, da kommen wir gleich zu. Aber vorher noch die zweite Polemik. Franco Mastantuono wurde gefragt, wer sein Lieblingsspieler ist oder wer der beste Spieler der Welt ist. Hören wir uns da die Antwort zusammen auch einmal an. Ja, ich glaube, ich habe mir alle angeschaut, die Argentinier. Es ist sehr schön, diesen Weg der Argentinier bei Real Madrid verfolgen zu können, wie ich schon sagte. Wie ich schon sagte, hatte ich bei Alfredo nicht die Chance, ihn zu sehen. Ja, bei Di Maria, bei Higuaín. Ich glaube, das waren die Jüngsten, die mir im Kopf, im Gedächtnis geblieben sind. Und gut, ich habe versucht, sie mir sehr genau anzuschauen. Danach, der beste Spieler der Welt ist für mich Messi. Ich bin Argentinier und ich glaube, dass in den letzten Jahren für mich der beste Spieler er ist. Und gut, ich habe nichts weiteres dazu zu sagen. Ja, für Franco Mastantuono ist der beste Spieler der Welt Lionel Messi. Und ganz ehrlich, jede andere Antwort hätte ich ihm auch nicht abgekauft. Der Junge ist Argentinier, der ist 18. Sein ganzes Leben, als der Fußball aufgewachsen ist, war Messi der Held der Nation. Fast so wie Maradona in Argentinien. Natürlich ist für diesen Jungen der beste Spieler der Welt Lionel Messi. Und?
Das ist mir sowas von komplett egal. Im Gegenteil, ich finde das gut. Ich will ehrliche Spieler in meiner Mannschaft haben. Andere Mannschaften hat man ja schon gehört, bei einem Kevin Prince Boateng, was der gezwungen wurde zu sagen, als er zu einer bestimmten anderen Mannschaft gewechselt ist, oder was wir jetzt bei einem Rashford gesehen haben. Ich glaube, ich habe 20 Interviews von Rashford in meinem Leben gesehen, wo er immer gesagt hat, Cristiano Ronaldo ist der GOAT. Wenn es einen Elfmeter in der letzten Minute gäbe und es hänge mein Leben davon ab, würde Cristiano Ronaldo den schießen etc. Und seltsamerweise, sobald er bei Barcelona unterschrieben hat, hat er gesagt, Messi ist der Beste. Sowas ist für mich absolut lächerlich. Und wie gesagt, was Franco Mastantuono denkt, das ist sein gutes Recht. Und meiner Meinung nach musst du nicht mal Argentinier sein, um zu denken, dass Messi der Beste aller Zeiten ist. Für mich ist die Wahl zwischen Messi und Ronaldo, das sind wahrscheinlich die zwei Besten. Maradona, Zidane für mich fast auf einer Stufe oder vielleicht sogar für mich ein bisschen drüber. Jeder kann doch seine eigene Meinung haben. Und ich finde, Real Madrid macht das richtig. Kein Madridista, keiner, den ich bis jetzt gesehen habe, hat daraus irgendeinen Skandal gemacht. Der Junge kann von mir aus Messi-Fan sein. Für mich ist es egal, was ein Franco Mastantuono in seiner Freizeit macht und denkt, für mich ist das wichtig, das, was er in seiner Präsentation gesagt hat. Er wird sich für Real Madrid zerreißen. Sein Traum ist, Spieler von Real Madrid zu sein und er wird als Fan von Real Madrid auf dem Platz sein. Und was er denkt, das ist für mich keinerlei Problem. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Ich glaube, das unterscheidet uns von einem anderen Verein, dass wir mit so etwas keine Komplexe haben. Für uns ist ein Real Madrid das unser Fan, von dem sind wir Fan. Und kein Spieler ist größer als der Verein. Bei anderen ist, glaube ich, ein Spieler größer als der Verein. Aber das ist ein Problem, was wir Gott sei Dank in Madrid nicht haben. Ja, wie gesagt, das waren die zwei Polemiken. Das ist meine Meinung. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Ja, und gestern hatte ich euch ja schon erzählt mit der Nummer 30, mit dem Platz im Kader von Real Madrid. Und dass Ibrahima Konaté immer mehr ins Gespräch gerückt ist. Unter anderem, weil Liverpool 2 Innenverteidiger kauft. Also hören wir uns da mal die Informationen von Marca zusammen einmal an. Große Angst um Anfield. Der Schatten von Real Madrid und der Sache mit Alexander-Arnold hängt über dem englischen Club, ebenso wie über Liverpool, obwohl sie mit Welby und Leoni 2 Innenverteidiger von Crystal Palace und Parma verpflichtet haben oder kurz davor stehen 2 junge Innenverteidiger mit einer vielversprechenden Zukunft, die den Kader verstärken sollen, falls es im Sommertransferfenster zu Engpässen bei den Innenverteidigerpositionen kommen sollte. Mit wem? Mit Konaté. Nun, in der Liverpool-Zentrale ist man davon überzeugt, dass Real Madrid und Konaté mehr als nur ein gutes Verhältnis haben und dass es ein Alexander-Arnold-Deal werden könnte. Das heißt, in ein paar Monaten unterschreiben, sich verpflichten und wer weiß, vielleicht ein Spieler von Real Madrid werden. Nun, der Fall ist, dass sie dem Franzosen einen neuen Vertrag anbieten werden, um zu versuchen, ihn umzustimmen. Und falls es dazu kommt, dass er entscheidet, nein, er möchte bei dem Vertrag bleiben, der nur noch ein paar Monate läuft, dann schließt in Anfield niemand aus, dass sie ihn auf den Markt setzen und der französische Innenverteidiger sofort verkauft werden könnte. Ja, ihr habt es selber gehört. Liverpool hat so ein bisschen Angst, dass sich der Fall Trent Alexander-Arnold wiederholt. Deshalb stocken die jetzt schon insbesondere auf der Innenverteidigerposition auf. 2 neue Transfers. Der eine ist schon durch, da gab es gestern das Here We Go. Der andere steht kurz davor. Also Liverpool holt sich 2 neue Innenverteidiger. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie Konaté jetzt verkaufen wollen oder was auch immer. Im Gegenteil, Liverpool möchte Konaté noch ein letztes Mal einen neuen Vertrag anbieten und schauen, was der französische Nationalspieler sagt. Wenn er sagt, nein, ich möchte keinen neuen Vertrag unterzeichnen, könnte es sein, dass Liverpool sich denkt, bevor wir den nächstes Jahr wieder gratis abgeben, wie Trent Alexander-Arnold, für den haben sie ja noch was bekommen, wegen der Club-WM, bei Konaté würde es nichts geben, können die sich denken, wir haben jetzt 2 neue Innenverteidiger, tun wir einen Konaté doch noch auf dem Markt. Aber selbst dann heißt das noch lange nicht, dass Real Madrid sofort zuschlägt. Denn Real Madrid, Militao ist gut gekommen, wir haben ja noch genügend Innenverteidiger. Also, ich sage jetzt nicht, dass weil Franco Mastantuono sich die 30 genommen hat, dass Madrid Konaté 100% holen wird. Also zunächst einmal hat Liverpool das Sagen sowieso. Liverpool könnte jederzeit sagen, wir haben einen Vertrag mit dem Spieler, wir verkaufen den nicht.
der bleibt nächstes Jahr noch bei uns. Sollte Liverpool aber sagen, wir wollen nicht wieder so viel Geld verlieren, muss erstmal Liverpool den auf dem Markt tun und dann eine Einigung mit Madrid finden. Und ich glaube, Liverpool und Madrid seit Trent sind nicht so gut aufeinander zu sprechen. Naja, bin ich mal gespannt, ob Madrid dann sagt, wenn Liverpool sagt, ich will 50 für ihn, sagt Madrid wahrscheinlich, wieso sollte ich 50 zahlen, wenn ich den nächstes Jahr gratis kriege? Also ob dann Liverpool und Madrid sich überhaupt einigen können, ist die nächste Frage. Aber Liverpool hält sich die Optionen offen, die werden ihm noch einen Vertrag anbieten und Madrid hält sich mit der Nummer 25, die frei ist, auch noch die Option offen, sollte sich in den letzten 2 Wochen des Transfermarkts noch etwas tun. Ja, das war die Info, gestern hatte ich sie kurz angedeutet. Ja, und wenn wir schon mal bei möglichen Transfers sind, passt die letzte Überschrift, ich hatte es euch gesagt, vielleicht kommt ein unerwarteter Geldregen für Real Madrid und das vom Stadtrivalen Atletico Madrid. Atletico Madrid sucht dringend noch einen rechten Flügelstürmer. Die sind jetzt dran an dem von Juventus. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, der Argentinier. Ihr werdet mir das in den Kommentaren bestimmt schreiben. Die sind am Verhandeln, aber Juventus Turin macht es denen nicht einfach. Aber Priorität 1, also der Wunschspieler von Atletico Madrid, ist Kubo. Der rechte Flügel, der Japaner von Real Sociedad, der ein super Kicker ist, also ich glaube, der würde Atletico Madrid schon verstärken. Aber Real Sociedad hat eine Ausstiegsklausel für ihn von 60 Millionen Euro. Und viele von euch vergessen das, 50% von Kubo gehören noch Real Madrid. Das bedeutet, sollte Atletico Madrid die Ausstiegsklausel ziehen, würde Real Madrid von Atletico Madrid 30 Millionen Euro bekommen. Und in diesem Sommer, wo Real Madrid selber schon tief in die Tasche gegriffen hat, wäre das eine überragende Nachricht. Natürlich würde es mir leid tun, einen Kubo bei Atletico Madrid zu sehen. Ich finde, das ist ein super Kicker. Aber der hat seit er sich bei Madrid nicht durchgesetzt hat, immer diesen Hass gegen Real Madrid. Das sieht man immer bei jeder Aktion auf dem Platz. Also würde er irgendwie auch zu Atletico Madrid passen. Ja, aber Real Madrid, die planen nicht mit Kubo etc. Und wenn Madrid 30 Millionen für ihn bekommen kann, nimmt Madrid das mit Kusshand. Ja, das sind die neuesten Informationen rund um Real Madrid. Ich hoffe, das Video hat euch viele neue Informationen gebracht und hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Liken, teilen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Followen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. ¡Hola, Madrid!